Wir nehmen uns heute einen deutschen Klassiker zur Brust, die Roulade. Man kennt sie geschmort in dicker Soße, aber das passt nicht so gut zu 30 Grad. Deswegen machen wir heute eine Sommer-Edition, nämlich mediterran mit Mozzarella, Oliven und ein bisschen Pesto. Und das Ganze natürlich kurz angebraten auf dem Grill statt lang geschmort. Los geht's! Die Basis unseres Gerichts ist natürlich die Oberschale, genauso wie beim Schmorgericht. Wichtig bei der Roulade ist, dass sie auch schön abgehangen ist, mindestens 3 Wochen und schön dünn geschnitten. So wird sie super schön saftig und zart auf dem Grill. Jetzt habt ihr die Wahl, entweder macht ihr viele kleine, in dem Fall bei mir 4 kleine Rouladen, oder eine große. Das heißt, wir legen das Fleisch alles nebeneinander mit ein bisschen Überlappung, rollen alles ein und haben eine große Roulade, die wir dann schön durchschneiden können. Dazu breiten wir zuerst die Rouladen aus und überlappen sie am Ende und drücken sie ein wenig fest. Dann gleich die nächste dazulegen, auch festdrücken und jetzt noch die letzte. Das Rouladenprinzip kennt ihr ja schon von Omas Rezept. Füllen und einrollen. Wir machen es aber ein bisschen anders, nämlich es geht bei den Zutaten los, die sind mediterran. Mit Büffelmozzarella, getrockneten Tomaten, Pinienkernen, Oliven und ein paar roten Zwiebeln. Und wir rollen sie nicht ein, sondern wir schlagen sie eher ein, damit wir eine breitere Auflagefläche auf dem Grill haben und damit mehr Röstaromen. Und da liegt es jetzt, unser Prachtexemplar von einer Roulade. Aber da das Fleisch recht mager ist, ölen wir es jetzt noch ein bisschen ein. Und so gibt es eine schöne Verbindung zwischen Fleisch und Griddleblade. Wenn wir jetzt eine schöne Kruste haben auf unserer Grillroulade, dann schalten wir den Grill aus, denn es ist noch genug Hitze da auf der Griddleblade. Deckel zu und schön saftig nachziehen lassen. Also ihr hört es, ja, sie brutzelt immer noch. Wahnsinn, was diese Griddleblade speichert, so kann man perfekt nachziehen. Ja, ich weiß, was euch jetzt interessiert, ist natürlich der Anschnitt. Wie sieht das Ding von innen aus? Ich zeig's euch. Ich würde sagen, das ist doch eine Roulade, die sie sehen lassen kann. In der Mitte noch schön rosa, außen schön knusprig. Jetzt packen wir das Ganze noch auf ein schönes Rucola-Bett, ein paar Oliven mit dazu, ein frisches Olivenöl drüber. Und das ist ein Rezept für den Sommer. Da läuft mir noch das Wasser im Mund zusammen. Viel Spaß beim Nachgrillen.